Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend bei Infokrieg TV bzw. Infokrieg Radio. Wir senden heute eine Stunde später als gewöhnlich. Das liegt daran, dass wir noch einiges vorbereitet haben an Material, sowohl Video als auch News Stories. Und eigentlich dachte ich, wie die meisten da draußen, dass einem das Thema WikiLeaks inzwischen zum Hals raushängt und dass wir alles gehört haben, was es über das Thema im Moment zu sagen gibt. Doch wie es nun mal so kommt, dachte ich mir, okay, ich suche mir die Chatlogs zwischen der Quelle von dem Material Bradley Manning und die Logs seines Chats mit Adrian Lamo, ein relativ bekannter Hacker. Und dann guckte ich mir an, wer diese Charaktere eigentlich sind. Und insbesondere interessierte ich mich für, wer jetzt eigentlich Held ist und wer vielleicht eher das Gegenteil ist. Und insbesondere bei Adrian Lamo stieß ich auf einiges interessantes Material. Ich habe ja einen Clip vorbereitet. Und dieser Clip stammt aus einer Doku, die nie offiziell veröffentlicht worden ist, über Hacking, Hacker und all das, was damit zusammenhängt. Die Doku heißt Hackers Wanted und sie landete vor kurzem auf Pirate Bay, das ist diese Torrent-Seite, File-Sharing-Network-Seite. Und Hackers Wanted sollte eigentlich eine relativ große Produktion sein. Ich glaube, Kevin Spacey sollte die Texte sprechen, die Voice-Over sprechen. Und irgendwie gab es dann ein Zerwürfnis zwischen Produzenten und teilnehmenden Leuten und das Ganze sah nie das Licht der Öffentlichkeit. Und was mich sofort interessiert hat, war die größeren Zusammenhänge von dem Thema Hacking, Kriegsführung, reguläre Kriegsführung, Operationen unter falscher Flagge. Und diese Sendung, Hackers Wanted, ist dermaßen voll von regulärer Kriegspropaganda. Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Beispielsweise sehen wir gleich in einem Ausschnitt einen Herrn von der Rand Corporation. Das ist einer der elitärsten und wichtigsten Thinktanks auf dem Planeten. Die Rand Corporation ist in so vielen Situationen beteiligt, an so vielen Planungen beteiligt. Sie hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Bericht erstellt, in dem es hieß, die Vereinigten Staaten müssen einen noch größeren Krieg anfangen, beziehungsweise sich an einem noch größeren Krieg beteiligen, um die Wirtschaft zu retten, um die Stabilität zu gewährleisten. Also sehr, 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 sehr elitär. Und hier reicht es auch in den Bereich verdeckte Kriegsführung hinein. Und jemand von der Rand Corporation in diesem Ausschnitt von Hackers Wanted, dieser nie ausgestrahlten Dokumentation, erzählt uns, was für Szenarien wir erwarten können. Er sagt zum Beispiel, ein regulärer Terroranschlag mit biologischen Waffen oder ein Anschlag auf ein Nuklearkraftwerk hätte doch viel größere Auswirkungen, würde viel mehr Todesopfer produzieren, wenn man es kombinieren würde mit einer Hackerattacke. Und zwar eine Hackerattacke, die bestimmte Infrastruktur lahmlegt, wie zum Beispiel die Polizei, die Feuerwehr, Rettungsdienste. Oder man kombiniert es auf eine andere Art und Weise. Man sorgt dafür durch eine Hackerattacke, dass bestimmte Infrastruktur außer Gefecht gesetzt wird, das heißt Wasser, Strom, was auch immer. Und man sorgt dafür, dass die Menschenmassen auf die Straße gehen und dann schickt Al-Qaida, wer auch immer das sein mag, dann schickt Al-Qaida bestimmte infizierte Agenten in diese Menschenmassen. Also das sind dann irgendwelche Al-Qaida-Leute, die einen gefährlichen Virus in sich tragen oder eine gentechnisch veränderte Bazille oder irgend sowas. Und auf die Art und Weise, mit der Kombination aus Hackerattacke und regulärer Terrorattacke, erzielt man eine maximale Wirkung. Also es ist äußerst gruselig, was uns die Rand Corporation hier erzählt, im Zusammenhang mit Hacking und Informationskriegsführung im 21. Jahrhundert. Zu einem großen anderen Teil ist Hackers Wanted auch eine
seltsame Biografie über Adrian Lamo, den Hacker, der nun eine gewisse Bekanntheit erneut erreicht hat. Der war ja bekannt für seine Hacks der New York Times, andere große Firmen in bester Whitehead oder Greyhead-Manier entdeckte er Sicherheitslücken und testete die Sicherheitslücken. Er editierte irgendwelche Yahoo-News. Er konnte dann Dinge anfügen und sie posten. Er konnte theoretisch Berichte fälschen über Stock Markets. Er hätte dann Kurse manipulieren können, beziehungsweise nicht die Kurse selbst, sondern die Berichterstattung darüber. Was allerdings Leute dazu verleiten könnte, Aktien abzustoßen oder Aktien zu kaufen. Also über die Hintertür hätte er durchaus Märkte manipulieren können. Und man unterhält sich dann in dieser Show, was für ein Held Adrian Lamo doch wäre, wie er das verkörpert, was wir uns wünschen als Hacker-Ethos. Und dann gibt es diese romantisierende Biografie über ihn, wo es dann heißt, er ist der Homeless Hacker. Er schläft in verschiedenen leeren stehenden Gebäuden. Er lebt von 50 bis $100 die Woche. Und er würde seine Dienste niemals verkaufen, sondern er ist ganz verschworen auf diese Hacker-Ethik und er tut das aus persönlichem Interesse und Dienst an der Allgemeinheit oder irgend sowas. Interessant nur, dass Mr. Adrian Lamo sich vor circa 1,5 Jahren, wenn die Timeline stimmt, wenn die Fakten stimmen, die wir haben, das meiste davon ist öffentlich, nur es wurde nicht sonderlich viel darüber berichtet. Vor ungefähr 1,5 Jahren schloss sich Adrian Lamo, der Hacker, einem Programm an namens Project Vigilant. Und Vigilant überwacht die Internet Service Provider, oder zumindest hieß es ein Teil davon, also 13 Internet Service Provider. Der gesamte Traffic wird überwacht. Es wäre eine Art privates Geheimdienstnetzwerk und man würde einfach nur noch Terroristen suchen und Leute, die sich besser auskennen, wissen, dass wir hier es mit einem globalen Terrormanagement zu tun haben. Also von den ganzen Anschlägen profitiert am meisten die Regierung selbst. Sie kann mehr Macht zentralisieren. Ich denke, das sollte den meisten klar sein. Nun haben wir Adrian Lamo, der dann für dieses Project Vigilant Internet-Traffic überwacht und angeblich nach Terroristen fahndet. Und der Chef von Project Vigilant, Chad Uber, wenn mich nicht alles täuscht, ist auch verbunden mit dem InfraGard-Programm. Und InfraGard ist das Kind des FBIs, der Bundespolizei. InfraGard kommt zum Einsatz, wenn es eine Ausrufung, eine Verhängung des Kriegsrechts gibt in den Vereinigten Staaten. Das FBI rekrutierte also in den letzten Jahren, seit 9/11, Leute in Konzernen und gibt ihnen spezielle Sicherheitsclearances, geheime Ausweise, geheime Passcodes. Sie unterschreiben Abkommen und bekommen die Erlaubnis für den Einsatz tödlicher Gewalt, falls notwendig. Und wenn nun ein Anschlag passiert, wie er von der Rand Corporation beschrieben wird in dieser Doku und anderswo, wenn da so ein großer Anschlag passiert und das Kriegsrecht verhängt wird, dann können InfraGard-Leute in den Konzernen die Kontrolle übernehmen und sind die Partner der Bundesbehörden. Das heißt, jede Bundesbehörde und die Bundesbehörden haben in fast jedem größeren, wichtigeren Konzern ihren Verbindungsmann oder Liaison Officer. Und alle sollen mithelfen für die Verhängung eines möglichst lückenlosen Kriegsrechts. Also sehr interessante Gefolgschaft, in der sich Mr. Adrian Lamo hier bewegt. Und man erkennt auch, wie kompliziert das Ganze ist, denn es gibt Leute, die glauben, sie treffen moralische Entscheidungen, haben aber zu wenig Daten, sie verstehen Terrorismus nicht. Und wir sehen dann auch am Ende von diesem Clip einen Hacker, der jetzt mir nicht bekannt ist, vielleicht wird er dem einen oder anderen Zuschauer bekannt sein, und dieser Hacker sagt, 9/11 hat für mich sehr viel verändert, ich entdeckte einen neuen Sinn für Verantwortung. Und ich wollte helfen, die Regierung sicherer zu machen. Denn ich habe in meiner Hackerzeit viele Lücken festgestellt und wir haben die Behörden kontaktiert, wir haben sie angeschrieben und die Antwort war entweder hört auf, unsere Systeme zu penetrieren, oder es kam gar keine Antwort.
Also hier haben wir auch Hacker, die gedacht haben, 9/11 ist wirklich von Al-Qaida durchgeführt worden, wir haben hier diese Bedrohung, wir müssen jetzt alle als Amerikaner zusammenstehen und der Regierung helfen. Und anscheinend fiel auch Mr. Adrian Lamo auf diese Propaganda herein, genauso wie einige andere Hacker. Und mehr von diesen Hackern, die eigentlich sich auf der Seite der Bevölkerung sehen, werden rekrutiert von der Regierung. Und diese Dokumentation, wo wir gleich einen Ausschnitt sehen werden, Hackers Wanted, ist ein Paradebeispiel für Regierungspropaganda. Und wir sehen hier eine Terrorpanik und dieses sogenannte Predictive Programming. Also die Behörden sagen uns, was zu erwarten ist, welche Art von Terrorattacke. Also hier ist der Ausschnitt. There's a cyber jihad going on along with the Intifada in Palestine against the Israelis with a great deal of attacks upon information infrastructures. The Israelis, however, have shown very skilled defenses and have generally avoided much damage. Something I was a little more closely involved with occurred in Kosovo after our war there in 1999 when a group of Serb hackers called the Black Hand, through distributed denial of service attacks, were trying to prevent commerce from getting back on its feet. See, they didn't have good cell phone service. They had very poor landlines of communication, so the web and the net were absolutely essential to rebuilding there. And all I can say in a general sense is that we were able to deal with that threat. The other extremely important example of cyber war is coming out of Chechnya. This is one of those cases that we have to be extremely mindful of because there's a lot of information moving from the Chechens to Al-Qaeda and its other affiliates. The Chechens are also pioneers in cyber warfare with many innovative and vicious viruses and worms being employed. The actual economic cost runs in the tens of billions of dollars for each of these incidents. I think something else that we need to be concerned about is the possibility of terrorists creating an incident like a power outage that's going to put people out on the streets on foot and then marry that attack up with a biological assault of some sort, some kind of, in the military we would call this combined arms approach. So a physical attack that would come along with the virtual attack. If you, as a hacker, brought down emergency services in an area and then destroyed a nuclear power plant, the effect of destroying the nuclear power plant would be far greater than if 911 were working, than if emergency services were working. Biological warfare is on top of everyone's mind in the world of terrorism. Imagine that terrorists first crack into New York City's infrastructure and shut down the power. That evening, instead of the standard thousands of people walking the streets, millions take foot on the commute home, as was the case in the blackout of 1998. Now imagine 100 terrorists infected with a weaponized virus walking among these masses. After a week of the spreading disease, this one act of cyber terrorism would make the difference between thousands and millions of people dying, or possibly even be the cause of an irreversible health crisis. A computer intrusion could thus turn a germ into a weapon more deadly than a nuclear bomb. A possible yet daunting task for any terrorist organization to carry out. Such a scenario becomes much more probable if organized by a foreign government. I don't know how much time we have left before the radical develops the skills of the hacker, before the gap between the two is narrowed. I only know that it's not a great deal of time, and as I look around, I see very little effective preparation for this threat. You know him as a guy who hacked Yahoo, AOL, Time Warner, MCI, WorldCom, Microsoft, and very famously the New York Times, and that's just a few of his hacks. Adrian Lamo, one of the most celebrated hackers in the world today. Do you define yourself as a hacker? Do you consider yourself a hacker? It's not a term that I try to sell myself as. Yeah. People use hacker to mean a lot of different things, and I really just do what I do. It's not limited to computers, so I really don't know if it's hacking. I think Adrian is a really example of a guy with very strongly held beliefs. He would hack into systems, find out where the vulnerabilities were, and he said, it's okay for me to hack these people as long as I tell them
after